Sicher haben Sie schon etwas von Hermann Hollerith oder seinem Wirken gehört? Na klar. Hollerith wurde 1860 als Sohn deutscher Auswanderer in Amerika geboren, schloss dort sein Studium als Bergwerksingenieur ab und befasste sich dann bereits früh mit Statistiken, zum Beispiel bei der Volkszählung von 1880. Die viele manuelle Arbeit bei der Auswertung der Fragebögen mit Hilfe von Strichlisten machte ihn nachdenklich. Könnten nicht Maschinen helfen, die fast 10-jährige Auswertungszeit zu reduzieren? Eine zentrale Fragestellung war dabei die Datenerfassung, wofür er nach einem geeigneten Medium suchte, das für die spätere maschinelle Weiterverarbeitung geeignet war. Auf einer Reise beobachtete er, wie der Schaffner mit der Zange auf der Fahrkarte durch Lochungen verschiedene Merkmale der Fahrgäste festhielt, zum Beispiel das Geschlecht oder die Hautfarbe. Das brachte ihn schließlich auf eine Idee. Man könnte ja das Prinzip auch für eine Statistik anwenden und die notwendigen Merkmale mit Hilfe von Löchern im Papier speichern. Das Knipsen mit der Zange war jedoch sehr kraftraubend und außerdem recht ungenau. Deshalb entschied er sich dafür, einen Locher zu bauen. Pantograph nennt sich dieser Locher. Die Lochkarte wird in den Pantographen eingelegt und durch das Hin- und Herfahren an die Positionen, die die gewünschten Daten darstellen, werden dann Lochungen durchgeführt. Ich loche jetzt willkürlich einige Lochungen. Und Sie sehen hier 12 Lochpositionen. Und in der horizontalen 20 Lochpositionen. Okay. Hollerith hat sich für ein Lochkartenformat mit 12 Zeilen und 20 Spalten entschieden. Bei der folgenden Demo werden insgesamt 4 Lochpositionen für Krankheiten verwendet, nämlich für Masern, Tuberkulose, Diphtherie und Grippe. Außerdem gibt es 2 Lochpositionen für die Merkmale männlich und weiblich. Im Folgenden verwenden wir die beiden Karten MM für Masern männlich und die W für Diphtherie weiblich. Jetzt wird die Karte abgefüllt. Oh, nochmal ein. Oh Mann, Masern-Epidemie. Sie sehen hier Zähluhren für Masern männlich, Tuberkulose, Diphtherie und Grippe und das gleiche für Frauen, Masern weiblich, Tuberkulose, Diphtherie und Grippe. Die Grundplatte des Lesegeräts hat für alle verfügbaren Merkmale Kontakte. Zum Beispiel für Masern, Diphtherie, männlich und weiblich. Die Kontakte sind elektrisch mit den passenden Zähluhren verbunden und können mit Hilfe von Relais noch logisch verknüpft werden. Das Lesegerät besitzt gefederte Stifte, welche ebenfalls mit den Zähluhren verbunden sind. Wenn man die Lochkarte einlegt und dann den Hebel zum Abfüllen herunterdrückt, wird dort, wo Löcher vorhanden sind, der Stromkreis geschlossen und der Zähler dadurch um 1 erhöht. Überall da, wo keine Löcher sind, fließt auch kein Strom und somit werden die Zähluhren auch nicht weitergeschaltet. Ja, dann müssen wir die Daten der anderen Person noch verarbeiten. Das ist Diphtherie weiblich und wenn ich die Lesestation betätige, dann sehen Sie, dass der Zähler 7 einen Sprung um +1 macht. Hollerith hat ganz schnell erkannt, dass das Sortieren der Karten ein wichtiger Arbeitsgang ist. Parallel zu der Abfühlung der Karte und zu der Bewegung der Zähluhren öffnet sich die Sortierkasten, die Klappe 1 für die Ablage der männlichen Masernkarte. Und wir können das Gleiche noch mit der weiblichen Diphtherie demonstrieren.
Da geht das Fach 7 auf. Wenn jetzt die ganze Arbeit abgeschlossen ist, kann man die Lochkarten den Sortierfächern entnehmen. Und hier kommen die weiblichen Karten raus und hier kommen die männlichen Karten raus. Wenn jetzt analysiert werden soll, wo die meisten Masernfälle auftreten, dann kann ich nur die Masernkarten nehmen und an einer anderen Maschine, die wir hier jetzt nicht haben, aber nach diesem Schema auswerten. Das heißt, jetzt hat man einen Stapel männliche Masern zum Beispiel mit anderen Attributen noch, wie Alter zum Beispiel. Genau. Das heißt, wir haben schon mal vorsortiert nach männlichen Masern und jetzt kann man mit einer zweiten Maschine noch eine detailliertere Statistik machen. Ganz genau. Am Ende hat Hermann Hollerith sein Ziel erreicht. Bei der Volkszählung von 1890 konnte die Auswertungszeit von 10 auf nur noch 2 Jahre reduziert werden. Dabei waren 500 seiner Locher im Einsatz, um die Fragebögen auf 62 Millionen Lochkarten zu übertragen, und anschließend beschäftigten sich etwa 90 Zählsysteme damit, diese schließlich auszuwerten. Und nicht zuletzt begann damit auch die neue Ära der elektromechanischen Datenverarbeitung. Ein echter Meilenstein der IT-Geschichte. Wir danken unserem Vortragenden Heinz Greichen, der zusammen mit seinen Weggefährten in über 2000 Arbeitsstunden das Statistikklavier nachgebaut hat. Weltweit soll es übrigens davon nur noch 2 Originale geben. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und auf Wiedersehen.